Gehst du auch jeden Tag deine 10.000 Schritte spazieren und denkst, ich brauche kein Krafttraining, weil ich mich im Alltag genug bewege? Da muss ich dich leider enttäuschen. Wer glaubt, dass Alltagsbewegungen ausreicht, um den biologischen Muskelabbau entgegenzuwirken, liegt leider falsch. Viel Bewegung hat eine Serie von Vorteilen für deinen Körper. Aber wenn es darum geht, Muskelmasse aufzubauen oder deine Gelenke durch echte Kraft von Überlastungsschmerzen zu schützen, dann ist es leider zu wenig. Warum das so ist und wie echter Muskelaufbau funktioniert, erfährst du in diesem Video. Und wenn du jemanden kennst, der jeden Tag viele Schritte sammelt, aber trotzdem das Gefühl hat, dass die Beine immer schwacher werden, dann schick diese Person dieses Video. Vielleicht ist genau das die richtige Information, die ihm bisher noch gefehlt hat. Und genau das höre ich sehr häufig von meinen Patienten. Aber Wisner, ich bin doch den ganzen Tag auf den Beinen, arbeite im Garten und ich gehe stundenlang spazieren. Warum brennen meine Oberschenkel beim Treppensteigen trotzdem immer schneller? Und das Aufstehen vom Sofa wird immer mühsamer? Was mache ich denn falsch? Die Antwort ist gar nichts. Aber dein Körper unterscheidet zwischen Bewegung und Krafttraining. Für den Erhalt oder Aufbau von Muskelkraft braucht der Körper einen ausreichend starken Trainingsreiz. In der Trainingswissenschaft spricht man dann vom Prinzip der progressiven Überlastung. Vereinfacht gesagt, Muskeln passen sie nur dann an, wenn sie regelmäßig stärker gefordert werden als im gewohnten Alltag. Beim Gehen bewegst du zwar dein Körpergewicht, aber immer in einem ähnlichen Belastungsbereich. Für die meisten Menschen ist dieser Reiz nach einiger Zeit nicht mehr groß genug, um zusätzliche Muskelkraft aufzubauen. Um überhaupt Kraft aufzubauen, muss dein Muskel einer mechanischen Spannung ausgesetzt werden, die über dem normalen Alltagsniveau liegt. Die Wissenschaft sagt so etwas zwischen 30 bis 40% deiner maximalen Kraft aufwärts. Dazu kommt, dass wir in unserem Muskel zwei verschiedene Arten von Fasern haben. Erstens die Typ-1-Phasen. Das sind die Ausdauerphasen. Die nutzen wir beim stundenlang Spazierengehen oder bei der Gartenarbeit. Sie halten zwar ewig durch, werden aber weder dick noch kräftig. Und zweitens die Typ-2-Phasen, deine echten Kraftphasen. Das sind die Bodyguards für deine Gelenke. Sie springen erst dann an, wenn es richtig schwer wird. Genau diese Fasern bauen im Alter besonders stark ab, wenn sie nicht regelmäßig gefordert werden. Diesen altersbedingten Verlust von Muskelmasse und Muskelkraft bezeichnen wir dann als Sarkopenie. Studien zeigen immer wieder, regelmäßiges Gehen verbessert die Ausdauer und unterstützt deine allgemeine Gesundheit, aber für deutliche Verbesserung der maximalen Muskelkraft sind jedoch gezielte Widerstandsübungen deutlich wirksamer als reines Gehtraining. Und jetzt fragst du dich, warum ist das so wichtig? Starke Beine und Gesäßmuskeln helfen dir dabei, Belastungen im Alltag besser abzufangen. Sie unterstützen Bewegungen wie Treppensteigen, Aufstehen, Tragen oder längeres Gehen und tragen zur Stabilität bei. Deshalb sollen wir in unseren Muskeln regelmäßig einen Grund geben, stark zu bleiben. Nicht durch immer mehr Kilometer, sondern durch gezielten Widerstand. Dabei zählt vor allem ein Faktor, die Intensität. Wenn du nach 10 oder 15 Wiederholungen noch problemlos 20 oder 30 weitere schaffen könntest, ist der Trainingsreiz wahrscheinlich zu gering, um die Kraft spürbar zu verbessern. Ein Training darf sich am Ende eines Satzes durchaus anstrengend anfühlen. Natürlich immer in einem sicheren und kontrollierten Rahmen. Ich zeige dir jetzt
4 Übungen, mit denen du genau diesen Reiz setzen kannst. Das Beste daran, jede Übung lässt sich an deinen aktuellen Leistungsniveau anpassen, egal ob du gerade erst anfängst oder schon länger trainierst. Und wir beginnen von unten nach oben. Um starke Beine zu haben, brauchst du als erstes auch eine starke Wade. Und dafür ist diese Übung. Am besten stellst du dich vor einen Tisch oder irgendwo, wo du dich festhalten kannst. Und du versuchst als erstes, dein Knie komplett durchgestreckt zu lassen. Halte dich fest fürs Gleichgewicht, hebe ein Bein hoch und jetzt geht es darum, dass du langsam deine Ferse hebst vom Boden und dann wieder senken. Einfach das. Heben und dann wieder senken. Einbeinig, da übst du ein bisschen Gleichgewicht, du trainierst deine Beinachse. Und gleichzeitig sorgst du dafür, dass deine Wade den richtigen Reiz bekommt, um stärker zu werden. Eine starke Wade hat auch den Vorteil, dass die Durchblutung von deiner unteren Extremität mit angepumpt wird. Und jetzt ein wichtiger Hinweis. Wie viele Wiederholungen solltest du schaffen? Je nach Alter solltest du mindestens 30 Wiederholungen pro Seite durchführen können. Hier in dieser Tabelle zeige ich dir, je nach Alter, wie viele Wiederholungen du durchführen solltest. Nachdem du mit einer Seite fertig bist, dann machst du das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Ein Fuß auf dem Boden und dann einfach dein Körpergewicht komplett heben, das Knie bleibt gestreckt und dann wieder Ferse hoch und runter. Versuche dabei, deinen gesamten Körper nach oben Richtung Boden zu schieben, ohne dass du dich zu weit nach vorne lehnst oder zu weit nach hinten bist. Schon aufrecht, langsam hoch und runter. Mache so viele Wiederholungen, bis du es in der Wade ordentlich spürst. Es muss schon anstrengend sein und du musst ein leichtes Brennen spüren. Im besten Fall wiederholst du dann die Übung je Seite mindestens 2-mal. Die nächste Übung ist der Wandsitz. Diese Übung stärkt vor allem deine vordere Oberschenkelmuskel. Genau die Muskelgruppe, die du brauchst, wenn du die Treppen steigst zum Beispiel. Du solltest ungefähr 30 bis 40 cm von einer Wand entfernt sein und dann lehnst du deinen kompletten Rücken an der Wand ran. Rutscht mit deinem Popo nach unten so tief, dass du vom Knie und Hüfte ungefähr einen 90-Grad-Winkel hast. Für das Gleichgewicht darfst du auch gerne beide Hände an der Wand halten und in dieser Position solltest du verbleiben. Und jetzt ist genau das herausfordernd. Wenn du in dieser Position gerade so 20 bis 30 Sekunden bleiben kannst, dann kann ich dir sagen, die Übung ist erstmal oder dein Trainingszustand ist definitiv erstmal nicht ausreichend. Geh ein kleines Tick nach oben und dann verbleiben in der Position für mindestens 1 Minute. Das Ziel wäre jedoch, dass du in dieser Position von 90 Grad Kniebeuge, Beine hüftbreit auseinander, deine Füße nach vorne zeigend, Hüfte in 90 Grad, Rücken an der Wand, Gesäß an der Wand, Kopf an der Wand, dass du in dieser Position mindestens 30 Sekunden bleiben solltest, bis zu 45 Sekunden locker in der Position schaffst. Und das Ganze solltest du dann für mindestens 3 bis 5 Mal wiederholen. Wichtig ist, dass es während der Übung du noch in der Lage bist, ganz normal zu sprechen und auch normal zu atmen. Du wirst merken, gleich fängt deine Oberschenkel an zu zittern. Einen kleinen Hinweis für dich. Zu Hause versuche Schuhe anzuziehen oder barfuß. Wichtig ist, dass du nicht das Gefühl bekommst, dass dein Fuß wegrutscht und dass du deshalb die Übung nicht schaffst. Stell dir sicher, dass du in einem sicheren Rahmen deine Übungen durchführen kannst. Und wenn dir dieses Video gefällt und du mehr lernen möchtest, wie du von zu Hause aus mit einfachen Übungen deine Schmerzen lindern kannst und deinen Körper kräftigen kannst, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Übungen für deine Gesundheit.
Die vordere Oberschenkel haben wir jetzt schon trainiert und bei der nächsten Übung geht es jetzt um den Zusammenspiel von der vorderen Oberschenkelmuskulatur und deinem hinteren Gesäßmuskel. Und genau dafür brauchst du jetzt einen Stuhl. Und im besten Fall machst du diese Übung dann vor einem Spiegel, weil dann kannst du dich selber kontrollieren, weil je genauer du die Übungen durchführst, desto mehr Effekt wirst du von deinen Trainingseinheiten haben. Du stellst dich direkt vor einem Stuhl. Am besten ist, wenn diesen Stuhl noch an der Wand ist, nur dass du sicher sein kannst, dass es dir nicht wegrutschen wird. Deine Beine sind hüftbreit auseinander, deine Füße zeigen nach vorne. Du versuchst als erstes, deine Hände vorne am Körper zu verschränken und achtest darauf, dass du so gerade wie möglich mit dem Rumpf dich langsam auf dem Stuhl hinsetzt. Beziehungsweise du solltest nicht dein Körpergewicht komplett abgeben, sondern nur ganz langsam dein Gewicht auf dem Stuhl touchen, dein Gesäß und dann wieder hochkommen. Ungefähr so soll das aussehen. Deine Beine hüftbreit auseinander, deine Hände sind überkreuzt und jetzt schiebst du dein Gesäß nach hinten, bleibst mit dem Rücken gerade, vermeide, dass du mit dem Rücken nach vorne kommst, weil dann wird die Übung viel zu einfach. Du sollst fast das Gefühl haben, dass du jetzt halt auf dem Stuhl hinfallen würdest. Du kontrollierst, wie du runterkommst und gehst dann zählend runter. 1, 2, 3, 4, mindestens 5 und dann jetzt gleich wieder hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Hüfte sind gestreckt, deine Knie sind gestreckt. Und bei dieser Übung ist genau das Tempo das größte Unterschied. Versuche nun ein paar Wiederholungen genau in diesem Tempo durchzuführen. Das Gesäß kommt nach hinten. 1, 2, 3, 4, 5, ganz gerade. Und jetzt langsam wieder hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Am Ende Hüfte und Knie durchstrecken. Und dann nochmal langsam hinsetzen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gerade angekommen. Und dann gleich langsam wieder hoch. Bei dieser Übung solltest du in diesem Tempo von mindestens 4, 5 bis 6 Sekunden hoch und runter mindestens 12 bis 15 Wiederholungen durchführen. Ziel ist, dass du am Ende deinen Gesäßmuskel gut spüren kannst, aber auch die hinteren Oberschenkelmuskeln. Und achte darauf, dass du wirklich beim Sitzen konzentriert runterkommst und nicht, wenn du fast am Stuhl sitzt, dass du hinfällst. Du sollst nur ein bisschen den Stuhl berühren und dann langsam und kontrolliert wieder hochkommen. Und für unsere letzte Übung gehen wir ganz bewusst noch einmal auf den Gesäßmuskel ein. Diese Muskelgruppe ist extrem wichtig, nicht nur für starke Beine, aber auch um Schmerzen an der Hüfte und an den Lendenwirbelsäule zu reduzieren. Und genau dafür sollst du dich jetzt auf den Boden hinlegen. Deine Beine sind aufgestellt, hüftbreit auseinander und du ziehst die Ferse etwas mehr zu dir ran, so dass du die Ferse Richtung Gesäß ranziehst. Ganz bewusst, deine Hände kommen nach unten mit der Handfläche auf den Boden. Du spannst Gesäßmuskel an und dann ziehst du ein Bein zu dir ran. Und jetzt solltest du versuchen, mit der anderen Seite, da wo die Ferse noch auf dem Boden ist, du drückst ganz bewusst mit voller Kraft deine Ferse nach unten Richtung Boden, hebst das Bein und bleibst da oben. Halte diese Position so lang wie du kannst, aber mindestens 30 Sekunden sollen das werden. Halte sie oben, spann bewusst Gesäßmuskulatur an. Achte darauf, dass du nicht in Hohlkreuz bist, sondern dein Rücken ist relativ gerade und halte dort die Spannung.
Die hinteren Oberschenkelmuskel und auch den Gesäßmuskel, den solltest du spüren. Den großen Glutealmuskulatur, den solltest du ordentlich spüren können. Mindestens 30 Sekunden sollen es werden. Ziel ist, dass du 45 Sekunden erreichst. Wenn du die Zeit hast, wechselst du das Bein, Ferse ein bisschen Richtung Gesäß, gut stabil, das Knie soll weder nach außen noch nach innen abweichen, sondern in eine Linie mit deiner Hüfte bleiben und dann hebst du die andere Seite hoch. Und ebenfalls da solltest du jetzt bleiben. Mindestens 30 Sekunden. Ziel wäre, dass du in Richtung von 45 Sekunden bleibst und das Ganze wiederholst du dann für mindestens 3 Mal, beziehungsweise wenn du dann super trainiert bist, kannst du dann noch ein paar Wiederholungen dazu nehmen, bis du das Gefühl hast, dass das Training tatsächlich anstrengend ist. Mit diesen 4 Übungen schaffst du echte Muskelkraft in deinen Beinen aufzubauen. Achte aber darauf, dass diesen Trainingsreiz intensiv genug ist. Du musst spüren, dass die Muskulatur auch herausgefordert wurde. Führe das für mindestens 3 Mal in der Woche durch und du wirst merken, dass deine Beine spürbar stärker werden. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!